Hallo Leute, der Martin hier von Steamgamer und wir starten jetzt hier in ein neues Projekt in Firewatch. Diesmal ein etwas aktuelleres Spiel, leider auch schon ein bisschen raus, aber wir mussten ja erst noch Half-Life 2 zu Ende bringen. Und von daher würde ich sagen, stürzen wir uns doch einfach gleich mal ohne größere Umwege direkt in ein neues Spiel. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ja, genau, ich möchte gerne ein New Game, Empty Game. Besten Dank. Sehr freundlich. Campo Santo presents. In cooperation with Panic Inc. Schöner Name, muss ich sagen. Gefällt mir. Boulder, Colorado, 1975. Mhm. Schöne Farben. The Bar. You see Julia. Ah ja, ja, tue ich. Glaube ich. Müsst ihr euch einfach vorstellen, Julia, wie sie vor euch steht und ihr sie sehen könnt. Hallo? Geht hier irgendwie was weiter? Oh, ich muss draufklicken. Ah, da setzt auch die Melodie ein. She's about your age, late 20s, laughing with well-dressed professors and great students from nearby CU Boulder. You, Henry, are out drinking with your pals. Boah, das mache ich auch immer, ne? Mal rausgehen, saufen, in die Bars rein, ne? Und, you approach her. Ja, klar, und Mädels anquatschen. Mach ich ständig, täglich. You are drunk. Besten Dank, dass wir das nochmal klargestellt haben. So, what's your, major? You're pretty. Ich würde sagen, sie ist schön. Das ist immer gut, wenn man betrunken ist. Kommt immer gut an. You're pretty, she says coolly. You're not. You're a future hangover. What? You reply confused. Someone should buy you a cheeseburger, she says. Oh. Klingt nicht so gut, würde ich sagen. She flags down a waiter. And 1 week later, you are Julia's boyfriend. Oh, ging ja doch ganz schnell. Und ganz gut eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, und da schon sind wir im Fahrstuhl. To use object. Was? Ah, hier. Unseren Rucksack. Sehr gut. Kann ich hier noch was drücken? Nö, nicht wirklich. Wo sind wir hier eigentlich? In dem Parkhaus. Ich weiß, 1, 2, 3. Parkdock D, 5, 6, 7, 8. Gut. Ist hier noch irgendwas? Die sind schon gar nicht mehr nummeriert. Da lässt keiner irgendwen parken. Oh, und hier haben wir Müll. Können wir hier rennen? Springen? Nö. Oh, zoomen kann ich. Sehr schön. Da muss ich irgendwo hinlaufen. Der ist zu. Kann ich es aufmachen? Nee. Na gut. Dann eben nicht. Gehen wir wieder. Vielleicht kann ich mit dem Auto fahren. Vielleicht kann ich ja wegfahren. Ne? Ich meine, wir sind ins Parkhaus. Ja, guck mal hier. Load Gear. Bam. Rauf da. Zumachen. Und ab geht's die Luzi. Sehr schön. You date for over a year. She drives it absolutely nuts. It's great. Ja, das kenne ich. Das ist gut. Das ist immer super. You move in. You share an apartment near the school with a view to the mountains. You two drink beers out on the deck. Ah, das klingt immer super. You drink beer just about anywhere. Klingt schon fast nach einem Säuferpärchen, oder? Aber das Leben ist gut. Das ist immer super. Schön, das Leben sollte immer gut sein. Julia wants to get a dog. Ah. There's a scruffy, undersized beagle Julia's in love. She wants to bring it with her to class. Ist sie eine Lehrerin? Ah nee, sie ist ja Studentin, richtig. Das ist schon wieder viel zu lange her. Das ist schon wieder 2 Minuten vorbei? Das kann ich mir ja nicht merken. There's also an intimidating but gentle-eyed German Shepherd? Was ist ein Gentle-eyed? Achso, der hat freundliche Augen. Nothing bad could happen to Julia while walking this dog. It's badass. Aber natürlich wissen wir, was wir holen wird, weil unsere Julia möchte den Beagle, also bringen wir selbstverständlich den Beagle mit. Bucket's a good dog, and a week later you've totally forgotten about the other one. Julia loved them. Und wir lieben ihn natürlich auch.
79, so. You talk out on the deck. It's summer, 9:30 p.m., and the heat still radiates off the high desert. What do you think about kids? She asked. Oh, jetzt wird's ernst. Kids? They're not very smart, or good at much. I'm saying if you and I have some, a couple little idiots. Ja, so ein paar eigene Idioten haben, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, ne? Die kann man trainieren zum Bier holen, und Rasen mähen und Schnee wegschaufeln. Ja, nehmen wir ein paar. Dann kann man die zu mitnehmen, irgendwo einpacken. In that case, we should probably get married. Oh, yeah, I would like that. Ja klar, auf jeden Fall. Das ist der einzige logische Schluss. These kids aren't going to be screwed up enough. It's probably for the best that their parents are hitched. Ja, würde ich auch sagen. Wir stimmen ihr zu. Absolut stimmen wir ihr zu. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade unterwegs? Frage ich jetzt mal so. Thorfair Trailand. Two Forks. Thorfair Raisin. Ach du meine Güte. Two Forks Lookout. Ah. Schön. Do not forget to check in. You are in their country. Oh, hier sind Wölfe und Bären oder was? Ist das für Bären oder für Wölfe? Bären. Kann aber immer noch nicht rennen. Aber es ist schön hier. So Natur, ist was Feines in den Bergen. Hoffentlich sind die Wölfe jetzt hier nicht in der Nähe. 1980. It's a Thursday night and Julia is 4 hours late. She doesn't call. You're worried and getting angrier by the minute. She walks in after you've gone to bed. Oh, so blöd. She's not quite drunk, but she's clearly been having fun a time. You fight when she gets between the sheets. Ah, doch, Mensch, vorlesen ist schlecht. You get mad, you ignore her. Eigentlich sollte man nicht böse ins Bett gehen. Also, ne, auf den anderen sauer sein. Ich denke, man sollte... Nee, sollte man nicht. You get mad. Aber ignorieren ist auch nicht gut. Wir werden mal sauer. Sauer ist gut werden. Immer schön aussprechen. Raus damit, ne? You call her an inconsiderate asshole. Oh, das war jetzt nicht das, was ich mir gedacht habe. She tells you to fuck off. To fuck yourself and to not be such a baby. You call her selfish. Läuft jetzt irgendwie nicht so gut. She knows you mean it and it hurts her feelings. Oh nee, das lief doch so schön. 1981. Julia still likes to draw. She draws plans from her research. She draws all the places you go. She draws you. You pose and flex like He-Man. You frolic like a Victoria's Secret model. Na, wir sind He-Man. Wir sind der Größte. You look awesome. Aber selbstverständlich sehen wir wunderbar aus. Wir sehen immer gut aus. Wo sind wir denn hier? Oh, die Sonne geht unter. Das sieht schön aus. Hat was. Die Sterne kommen langsam durch. Die Sonne geht unter. Wir nehmen einen machen einen schönen kleinen Spaziergang durch den Wald, so wie es aussieht. Drehen uns ein bisschen um. Erinnern uns an das, was war. Ich hoffe ja nicht, dass es zu schlimm ist, was uns jetzt hier erwartet. Die Musik. Two Forks Lookout. 8 weitere Meilen. Na schön. Spacebar to climb over obstructions. Okay. Also irgendwie macht sie das ja aber auch ein bisschen umständlicher, als es eh schon ist. Oh. 1982. During the summers, you and Julia enjoy walking bucket at night. Ja. There's a festival in town. It brings in folks from every place. One of them tries to mug you with a knife. Oh. Das ist nicht gut. Bucket gets kicked. Was? Biba fuck the dog? Julia yells. Okay. She gets flustered and has trouble speaking when she is stressed. Ah, okay. You confront the attacker. You scare him away, you beat the goddamn face. Nee, wir wollen ihn nur verjagen. Wir wollen ihn nicht verprügeln. Der Mann hat bestimmt auch ein schweres Leben. You reach into your pocket like you've got a gun and threaten to kill him. You manage to scare all three of him. You manage to scare all three of you. He runs away. Julia asks to take a different path
from that day forward. You say, okay, you don't want to go that way either. Ne, wollen wir nicht. From then on, you walk by the river. Ja, eine kleine Hintergrundgeschichte kriegen wir anscheinend komplett. Mal sehen. 1984. Plans to have kids get waylaid by work. Oh, ja, das ist blöd. Julia gets offered a job at Yale. Yale is in Connecticut, 2,000 miles away. It's a great job. Associated department chair. She wants to move. You absolutely do not. Convince her not to take the job. Agree if she commutes back and forth. Es sieht nicht gut aus. Ich finde beides irgendwie doof. Nee, sie soll den Job dann nicht nehmen. You tell her that this means you two won't have a family. She says that's bullshit. She's totally right. She asks if her taking the job means you won't come with her. You say yes. Again bullshit. But she decides not to take it. Oh, ist nicht gut. Das ist nicht gut. 1985. She was asked to leave Boulder on paid leave after having an episode. She lost it on a college for borrowing books that were important to her research. Oh, she didn't remember she had happily loaned them to him just 2 days prior. Okay. She was found crying in the stairwell. Oh. You say that maybe you guys should talk to someone about it. You make macaroni and drink wine and try to forget about it. Nee, darüber sollten wir mal reden, denn glaube ich, ist ganz gut. After seeing multiple doctors and having many tests, they're worried that Julia might be suffering from early onset dementia. She's 41. You both decide to keep it a secret for now. Es wird wahrscheinlich nicht lange heimlich sein. Oh, schön. Mein Journal. Ich kann nur mein Journal anklicken. Wir werden hier anscheinend gleich in der Nacht übernachten. Das ist auch sehr schön. Bei dem Baumstamm, den wir gerade übersprungen haben. Weiter sind wir nicht mehr gekommen. Na gut, dann gucken wir uns mal unser Journal an. Was haben wir denn da drin? Ehering hat er noch um? Ja, E-Mail. Oh Gott. Ja. Bucket is getting older. Julia comments that it's kind of nice because he gets in less trouble around the house. A week later, she goes back to the university. 1987. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in shambles. She drives her car to the next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. She is devastated. Kann ich verstehen. Weil man sich überhaupt nicht mehr orientieren kann und einfach alles vergisst. Nicht schön. She is sent home on permanent medical leave. Dann auch den Job verlieren. Nicht gut. Some days you get the Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Other days you get a stranger. She pulls you into bed to make love. After 5 minutes she goes into a panic believing her dad is at the other door. Eieiei. Es wird schwer. Kann ich mir sehr schwer vorstellen, eine solche Person an seiner Seite zu haben. Auch wenn man diese Person noch so sehr liebt, kann es, glaube ich, sehr schwer werden. You tell her family they're crushed and begin to make trips to and from their home in Australia to visit her. Nach Amerika, ganz schön langer Flug. For a while your friends come by with little things to brighten the day. She gets worse. 1988. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. He suggests that Julia could live somewhere else, somewhere with 24-hour care, a home. It sits with you for a couple months. Yeah. You decide to move her into a full-time care facility. You are determined to take care of her by yourself. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, mich selbst um sie zu kümmern. Auch wenn es sehr, sehr schwer ist. Das gesamte private Leben, das eigene Leben bricht damit ja zusammen und kommt, glaube ich, auch zum Erliegen. Wo lang muss ich denn jetzt? Ich glaube hier lang.
Wir wandern noch ein wenig durch die schöne Natur. Haben einen leichten Bodennebel, wie wir da unten sehen können. Schön. Sieht sehr schön aus. Sehr detailreich, sehr schön gemacht. Mir gefällt die Grafik hier sehr gut. Ein bisschen dieses... Oh. Hallo. Ich will hier nichts Böses. Ein majestätisches, schönes Tier. Springt aber ein bisschen komisch durch die Gegend. It is impossibly hard. The worst is when you get mad at her. Like when she tries to cook her own food. You can't do anything without her, and she can't do anything without you. When she goes to sleep, you stay up for a few hours, drinking on the deck, watching baseball in the summer, college baseball in the winter, drinking then too. Oh, das Drinking-Problem wird schwer, so wie es aussieht. You start going out after you put her to bed. The first time you do it, you worry about her getting up and walking around while you're gone. You put a chair in front of the door, in front of the bedroom door. You trust that she sleeps like a rock. Wir vertrauen dir mal. Hoffentlich ist das gut. You go to the same bar at the boring end of Pearl Street. It's nice there. Over time, you tell Sheila, the bartender, everything. It's a huge way off. You're home and in bed by 1 a.m. a couple nights a week. You look forward to those nights. Das kann ich mir vorstellen. 1989. One night you are stopped at the DUI checkpoint. You blow, point 1 or point 10 and are taken to jail for the night. You consider trying to hide it, but you tell your sister-in-law Susan. Ja, es fällt alles ein bisschen auseinander, so wie es aussieht jetzt. Julia's parents take the next plane from Australia. They can't believe the state your house is in. Then they tell you Julia's coming to live with them. You don't argue. You say you're with it soon. A few weeks go by. Summer's coming, and you see an ad in the paper for a job. You take it. In Australien? Um da hinzukommen zu ihr? Bin mal gespannt. Sind wir jetzt in Australien? Enter the Lookout Tower. Meine Güte. Da oben, da leuchtet so. Ich glaube, da sollen wir hin. Das sieht schön aus hier. Ah, das scheint mir nicht unbedingt Australien zu sein. Schön. In der Nacht. In der Wildnis. Ein Turm. Unser Turm. Unser Speicherpunkt. Ah. Ein wenig Abstand von allem kann sicherlich helfen. Das kann ganz bestimmt helfen. Hier sollen wir rein. Leuchtet dann in Rot. Wir genießen aber erst nochmal die Aussicht. Die Ruhe, die frische Luft. Da drüben ist ein anderer Turm. Der ist anscheinend schon besetzt. Die Person ist schon da. Wir kommen auch gleich an. Beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei bei Firewatch. Ich bin sehr gespannt, was uns hier noch erwartet. Die Vorgeschichte für Henry, den wir ganz offensichtlich hier verkörpern, haben wir jetzt. Julia ist in Australien bei ihren Eltern. Und wir sind in der Wildnis auf einem Turm. Bis zum nächsten Mal.